stell dir einmal Folgendes vor. Du sprichst in nur 6 Monaten eine völlig neue Sprache. Sagen wir zum Beispiel Deutsch. Mhm. Das ist schon ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Ja, aber stell dir vor, du sprichst sie fließend, du sprichst sie extrem klar und du bist dabei absolut selbstbewusst. Wenn du den Mund aufmachst, hast du einfach keine Angst mehr vor Fehlern. Wow. Okay. Und jetzt kommt das Beste daran. Du hast keinen strengen Lehrer. Du besuchst keinen teuren Sprachkurs. Und du sitzt auch nicht abends erschöpft am Schreibtisch und quälst dich, mit diesen dicken Grammatikbüchern herum. Das klingt für die meisten wahrscheinlich komplett nach Magie. Genau, das klingt unmöglich. Es gibt keinen Stress, sondern nur dich, dein Handy und ein paar wirklich clevere Methoden. Und genau darüber sprechen wir in unserem heutigen Deep Dive. Richtig. Wir haben uns nämlich für unsere heutige Analyse die Strategien von sogenannten Polyglotten angewehen. Genau, das sind ja diese Menschen, die nicht nur 2 oder 3 Sprachen sprechen. Manche von denen beherrschen 10, 20 oder sogar 40 Sprachen. Ja, absolut faszinierend. In unseren Recherchen stießen wir zum Beispiel auf Leute, die 16 Sprachen komplett ohne Lehrer gelernt haben. Und da fragt man sich natürlich, was machen die anders als wir? Eben. Und das gemeinsame Geheimnis ist eigentlich ganz simpel. Man lernt Sprachen nicht durch trockene Grammatik, sondern durch das tägliche Leben. Ganz genau. Grammatik ist vielleicht wie das Skelett, aber das Leben und der Alltag, das ist das Blut, das die Sprache lebendig macht. Richtig. Und deshalb entpacken wir heute 15 konkrete Tipps aus unseren gesammelten Notizen. Wir machen das in einem ganz entspannten, ruhigen Tempo, damit du als Zuhörer alles leicht aufnehmen kannst. Fangen wir doch direkt mit der physischen Gewöhnung an. Ah ja, das ist ein Schritt, der oft komplett übersehen wird. Bevor wir Wörter begreifen, müssen wir uns an die Sprache anpassen. Und zwar rein körperlich. Also Tipp Nummer 1 aus unseren Recherchen: jeden Tag hören, auch wenn man absolut nichts versteht. Genau. Man nennt das passives Lernen. Das Gehirn lernt zuerst den Klang der Sprache und noch keine Grammatik. Genau wie bei einem Baby, weißt du? Mhm. Wenn ich mir das so vorstelle, denke ich immer an ein Orchester. Bevor das Konzert beginnt, stimmen alle Musiker ihre Instrumente. Oh, das ist ein tolles Bild. Ja, am Anfang sind das nur wilde Geräusche, das macht gar keinen Sinn. Aber das Gehirn stellt sich langsam auf diese neue Frequenz ein. Richtig. Und der Trick dabei ist, wähle Inhalte, die dir Spaß machen. Wenn du Kochen liebst, hör dir etwas über Kochen an. Wenn du Autos magst, hör Podcasts über Autos. Hauptsache, es macht Spaß. Aber okay, irgendwann muss ich ja auch selbst den Mund aufmachen, oder? Genau. Und da kommen wir zu Tipp Nummer 2. Das laute Sprechen mit sich selbst, also Self-Talk. Wer mit sich selbst spricht, der lernt quasi doppelt. Weil ich dann nicht nur zuhöre, sondern aktiv etwas mache. Absolut. Du trainierst deinen Mund, deine Zunge und dein Gehirn. Das ist ein rein physisches Training für die neuen Laute. Okay, das leuchtet ein. Aber jetzt kommt Tipp 3 und da muss ich wirklich mal kritisch nachhaken. Vor dem Spiegel üben. Ja, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Ganz ehrlich, wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle und anfange, auf einer fremden Sprache mit mir selbst zu reden, das fühlt sich doch komplett albern und peinlich an, oder? Ja, natürlich. Das fühlt sich am Anfang total komisch an. Aber genau diese Überwindung ist der Schlüssel. Echt jetzt? Warum? Weil es dein Selbstbewusstsein trainiert. Wenn du dir selbst im Spiegel zusiehst, wie du diese fremden Wörter formst, reduziert das deine Unsicherheit enorm. Und noch was? Man fängt oft automatisch an zu lächeln. Ah, und das verändert dann den Tonfall. Genau. Ein Lächeln macht die Stimme wärmer und du wirst direkt mutiger. Du baust also aktiv Angst ab. Okay, das macht Sinn. Dann haben wir jetzt also diese Töne produziert. Der nächste logische Schritt ist ja, wir müssen uns die Wörter merken. Und zwar, ohne sie am nächsten Tag wieder zu vergessen. Der absolute Albtraum aus der Schulzeit, na. Vokabellisten. Genau, und Tipp 4 sagt ganz klar, Vokabeln niemals isoliert lernen, sondern immer im ganzen Satz. Richtig. Also statt nur der Tisch zu lernen, sagst du, der Tisch ist groß, ich stelle die Tasse auf den Tisch. Weißt du, ich vergleiche isolierte Wörter immer mit zufälligen Autoteilen. Du hast ein Lenkrad, du hast Reifen, aber das Auto fährt nicht von selbst los. Sehr guter Vergleich. Die Wörter brauchen einfach den Motor des Kontextes, damit sie Sinn machen. Absolut. Und wenn du diesen Kontext hast, brauchst du Tipp 5. Das richtige Wiederholen. Das sogenannte Spaced Repetition. Also Wiederholungen mit Pausen dazwischen. Wie genau sieht das in der Praxis aus?
Du nutzt am besten Apps wie Anki oder Quizlet. Du lernst ein Wort und dann wiederholst du es nach 10 Minuten, dann nach einem Tag, dann nach 3 Tagen und schließlich nach einer Woche. Okay, also ich erinnere das Gehirn immer genau dann, wenn es das Wort fast vergessen hat. Genau. Das festigt die neuronalen Verbindungen. Aber es wird noch besser. Mit Tipp Nummer 6. Mit Emotionen und Bildern lernen. Ah ja, das visuelle Lernen. Also zum Beispiel Farben für die Geschlechter der Wörter nutzen, richtig? Ganz genau. Blau für männliche Wörter, rot für weibliche, grün für sächliche. Oder du klebst dir kleine Zettel an deine Mündel. An die Tür klebst du die Tür. Okay, aber eine Frage dazu. Wie genau bringe ich denn Emotionen in ein völlig alltägliches, langweiliges Wort wie Regen? Da fühle ich ja erstmal nichts. Das ist ein super Beispiel. Du musst einfach eine kleine Geschichte in deinem Kopf erfinden. Du denkst nicht nur an Regen, sondern du stellst dir vor, heute regnet es, ich habe keinen Schirm und ich bin total nass und friere. Ah, verstehe. Ich wecke also das Gefühl von Kälte und Nässe in mir. Richtig. Und zack, das Gehirn speichert das Wort 10-mal besser ab, weil Emotionen im Spiel sind. Wow. Okay, das ist ein toller Trick. Aber selbst mit den besten Tricks scheitern viele, weil die Psychologie nicht stimmt. Ja, die mentale Einstellung ist oft die größte Hürde. Das bringt uns zu Abschnitt 3 und Tipp Nummer 7. Keine Angst vor Fehlern. Warum lernen Kinder so wahnsinnig schnell? Weil sie völlig angstfrei einfach ausprobieren. Genau. Sie denken nicht darüber nach, ob sie dumm aussehen. Ein bekannter Sprachlerner aus unseren Recherchen hat mal gesagt, fließend wirst du nicht, wenn du wartest, sondern wenn du redest. Das ist wie beim Tanzen. Am Anfang trittst du dir und deinem Partner ständig auf die Füße. Das ist peinlich, Oh ja, das kenne ich. aber irgendwann tanzt du ohne nachzudenken. Man muss da einfach durch. Und um da durchzukommen, brauchst du Tipp 8. Kleine Ziele setzen. Sag nicht, ich will in 6 Monaten fließend sein. Sondern? Sag dir, ich will heute genau 10 Minuten sprechen. Unser Gehirn liebt diese kleinen Erfolge. Aber Moment mal, kleine Ziele klingen sehr gemütlich. Verliert man da nicht völlig den Antrieb, wenn man das große Endziel aus den Augen verliert? Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn du auf ein riesiges Ziel starrst, das Monate entfernt ist, bist du schnell frustriert. Aber diese kleinen, täglichen Erfolge, die geben dir ständige Dopaminkicks. Ah, also dieses Glückshormon im Gehirn. Genau. Dieser kleine Sieg am Tag ist der Motor, der dich langfristig am Laufen hält. Sehr spannend. Und Tipp 9 ist dann, diesen Fortschritt auch sichtbar zu machen, oder? Ja, denn wir vergessen sehr schnell, wie viel wir schon gelernt haben. Nimm einfach kurze Sprachnachrichten von dir selbst auf. Und wenn ich dann mal frustriert bin, höre ich mal meine alten Notizen oder Aufnahmen an und feiere meine Entwicklung. Ganz genau. Das gibt unglaublich viel Motivation. Okay, dann lass uns jetzt über den Übergang sprechen. Vom aktiven Lernen zum passiven Leben in der Sprache. Die sogenannte Sprachmatrix. Mein Lieblingsteil. Tipp Nummer 10 sagt, mach die Sprache zu einem Teil deines echten Lebens. Also, wie meinst du das konkret? Im Alltag? Ja, beim Kochen oder wenn du rausgehst, kommentiere einfach deine Handlungen. Sag zu dir selbst, ich schneide jetzt die Tomaten. Oder ich ziehe jetzt meine Jacke an. Ah, das ist ja fast wie in so einem Live-Action-Videospiel oder eine eigene Reality-Show, in der ich mein eigener Kommentator bin. Genau. Niemand merkt, dass du gerade übst, aber dein Gehirn läuft auf Hochtouren. Wahnsinn. Und Tipp 11 schließt da direkt an, nämlich in der Zielsprache zu denken. Das klingt für mich extrem schwer. Ist es am Anfang auch. Aber du fängst ganz klein an. Wenn du Durst hast, denkst du nicht in deiner Muttersprache, sondern direkt, ich will Wasser. Oder ich bin müde. Bis es ganz automatisch wird. Okay, und Tipp 12 nutzt dann echte Situationen. Also zum Beispiel im Supermarkt. Richtig. Du liest Etiketten und denkst dir, das ist billig oder das ist teuer. Oder du sitzt im Bus und fängst an, die Leute um dich herum im Kopf zu beschreiben. Der Mann hat einen blauen Mantel, die Frau liest ein Buch, so in der Art. Exakt. Dein Alltag wird zu deinem Klassenzimmer. Das kostet keine extra Zeit und ist extrem effektiv. Das ist wirklich genial, weil man eben nicht mehr diese 2 Stunden am Schreibtisch braucht. Aber trotzdem, wie hält man das über Monate durch, bis die Sprache wirklich sitzt? Das bringt uns zu unserem letzten großen Abschnitt, das Geheimrezept für die Langzeitmotivation. Da haben wir Tipp 13 gefunden.
Kleine tägliche Routinen. Den sogenannten Kaffeetrick. Oh ja, du verknüpfst das Lernen mit etwas, das du sowieso jeden Tag tust. Zum Beispiel morgens Kaffee trinken. Jeden Tag 5 Minuten dabei lernen, das wird so automatisch wie Zähneputzen. Weißt du, 3 Stunden am Wochenende zu lernen anstatt 10 Minuten täglich, das ist für mich so, als würde man versuchen, alle Mahlzeiten der Woche an einem einzigen Sonntag aufzuessen. Das ist ein fantastisches Bild. Das Gehirn braucht konstante, kleine Portionen. Sonst ist es komplett überfordert. Genau. Und das erfordert Geduld. Tipp 14. Wir müssen dem Prozess vertrauen. Das ist wie bei einem Baum, oder? Ja, die Wurzeln des Baumes wachsen tief im Verborgenen. Lange, lange bevor du die ersten grünen Blätter siehst. Aber sag mal, wie merke ich denn dann, dass ich Fortschritte mache? Wie erkennt man diese plötzlichen Klickmomente, von denen alle immer sprechen? Das ist ein tolles Gefühl. Du machst deine Routine, jeden Tag ein bisschen. Du hast das Gefühl, es passiert nichts. Und plötzlich stehst du vor deiner Nachbarin, sie sagt etwas auf Deutsch und du antwortest einfach. Ohne vorher im Kopf zu übersetzen. Genau, ohne zu übersetzen. Das ist dieser magische Klickmoment. Dein Gehirn hat das Muster verinnerlicht. Oh wow, es muss ein tolles Erfolgserlebnis sein. Und der letzte Punkt, Tipp 15, der rundet alles ab. Lerne mit dem Herzen. Ja, finde Freude an dem Prozess. Wenn du gerne Serien schaust, schau sie in der neuen Sprache. Hör Musik, erzähle Witze. Wenn du Spaß hast, lernt das Gehirn wirklich doppelt so schnell. Also, wenn wir das alles zusammenfassen, Kontinuität, das Zulassen von Fehlern und echte Freude schlagen jedes dicke Grammatikbuch, oder? Absolut. Es gibt hier keine Magie. Es gibt nur Routine, die dann zur Gewohnheit wird. Die Gewohnheit wird zu deiner Stärke und die Stärke bringt dir am Ende den Erfolg. Das hast du sehr schön gesagt. Und an dich da draußen, der uns heute zuhört. Du brauchst kein spezielles Sprachtalent. Talent wird völlig überschätzt. Du musst nur heute damit anfangen, kleine Schritte zu machen. Du hast alles, was du dafür brauchst, bereits in deinem ganz normalen Alltag. Ganz genau. Einfach anfangen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben, den wir heute noch gar nicht besprochen haben. Denk mal darüber nach. Was wäre, wenn das Erlernen einer neuen Sprache gar nicht bedeutet, einfach nur neue Wörter für alte Dinge zu finden? Was wäre, wenn du durch all diese kleinen Routinen am Ende eine völlig neue, furchtlosere Version von dir selbst entdeckst, die nur in dieser neuen Sprache existiert?